Eine Idee, Sehnsuchtssorte, 10.000 Kilometer und ein Wohnmobil. Willkommen zu Mission Nordkap. Unser Weg vom Polarkreiszentrum nach Narvik führte uns durch eine atemberaubende Landschaft und wir mussten immer wieder innehalten, um den Anblick zu genießen und zu fotografieren. Es galt eine Distanz von 360 Kilometern zu überwinden. In der Abenddämmerung erreichten wir die Stadt und unseren Stellplatz unterhalb der Seilbahn. Um Narvik herum entlang des ehemaligen Frontverlaufes findet man öfter Gedenktafeln und Informationen über die Schlacht um Narvik im Jahr 1940. Am nächsten Tag begannen wir unseren Narvik-Besuch mit einer Seilbahnfahrt auf den Narvik-Fjellett. Je nach Saison ist es wirklich ratsam, vorher nach den Öffnungszeiten der Seilbahn zu schauen. Durch den Golfstrom ist das Klima in Narvik relativ mild. Und so ist der Hafen von Narvik das ganze Jahr über eisfrei. Die Gondeln benötigen nur 4 Minuten von der Talstation zur Bergstation, die sich auf 656 Metern über dem Meeresspiegel befindet. Von der Seilbahn aus kann man die Aussicht auf Narvik, die Fjorde und die umliegenden Gebirgszüge bewundern.
Mit dem Bau der Ofotbanen im Jahr 1883, die die Bergwerke im schwedischen Kiruna mit dem Hafen von Narvik verbindet, erlangte Narvik eine besondere Bedeutung für die Verschiffung von Eisenerz aus dem schwedischen Kiruna. Während des Rundganges durch die Stadt besuchten wir auch das Kriegsmuseum. Für die deutsche Kriegsindustrie im Zweiten Weltkrieg war das Eisenerz der schwedischen Grube Kiruna überlebenswichtig. Deshalb wurde Narvik ein Ziel des Unternehmens Weserübung und im Frühjahr des Jahres 1940 von Einheiten der Wehrmacht angegriffen. Die Geschichte und die Hintergründe werden im Kriegsmuseum dargestellt. Das beeindruckende Museum verdeutlicht die Leiden der Soldaten und der Bevölkerung während der Schlacht um Narvik und der anschließenden Besetzung. Es schlägt aber auch einen Bogen in die Jetztzeit und macht den Besucher nachdenklich. Die Z-2 Georg Thiele war ein Zerstörer der deutschen Marine und wurde im Zweiten Weltkrieg von Narvik versenkt. Als ein Verband der britischen Royal Navy, bestehend aus 9 Zerstörern und dem Schlachtschiff Warspite, die noch verbliebenen deutschen Zerstörer um Narvik angriff. Nachdem sämtliche Munition verschossen war, setzte die Besatzung den Zerstörer zur Selbstversenkung am Südufer des Rombaksbotn auf einen Felsen, an dem der gesunkene Zerstörer noch immer liegt. Die Stelle, an der das abgebrochene Vorschiff noch sichtbar ist, kann mit etwas Kletterei von einem kleinen Rastplatz erreicht werden. Das Heck des 120 Meter langen Schiffes liegt in einer Tiefe von 45 Meter. Für den nächsten Tag war eine Wanderung zur Gorser Schlucht und dem Storfossen Wasserfall geplant. Das hier geförderte Kupfererz wurde ab 1898 in einem hier errichteten Verhüttungswerk eingeschmolzen. Gegründet wurde das Ganze vom Kaufmann Christian August Anker, daher der Name Ankerlia.
Heute ist Antalya ein Freilichtmuseum mit erklärenden Schautafeln, noch sichtbarer Ausrüstung und Gebäudeteilen aus der Zeit der Nutzung und frei zugänglich. Der Weg zur Gos Abroa ist uneben und teils beschwerlich, führt aber durch eine wunderschöne Landschaft und belohnt mit Ausblicken in die Schlucht. Die 153 Meter tiefe Gorser Schlucht ist sie nicht nur Norwegens tiefste Schlucht, sondern auch die tiefste Schlucht in ganz Nordeuropa. Nimmt man den Weg von Antalya zur Brücke, sollte man vorsichtig sein, da es kurz vor der Brücke über eine Art Felsenhang geht. Aber der Blick von der Brücke und auf dem Wasserfall ist atemberaubend. Auf der linken Seite der Schlucht ist der Weg deutlich einfacher zu laufen. Der Rückweg war für uns deshalb sehr entspannt im Vergleich zum Hinweg. Als nächstes ging es nun nach Alta. Alta liegt im Westen der Provinz Finnmark und umschließt den Altafjord, auf dem manchmal auch Wale zu beobachten sind. In der Stadt Alta geht die Sonne vom 16. Mai bis zum 26. Juli nicht unter und vom 24. November bis zum 18. Januar nicht auf. In den Wintermonaten gilt Alta als eines der besten Gebiete zur Beobachtung der Polarlichter. Das Gebiet des heutigen Alta war schon vor 15.000 Jahren von Menschen bewohnt. Die frühe Besiedlung zeigt sich eindrucksvoll an den Felsritzungen, die man auf einem 5 Kilometer langen Lehrpfad des Alta Museums besichtigen kann. Der Kåfjord, Seitenarm des Altafjords, wurde im Zweiten Weltkrieg als Ankerplatz für das Schlachtschiff Tirpitz benutzt. Es wurde dort im Jahre 1943 durch den Angriff britischer Kleinst-U-Boote beschädigt und nach weiteren Luftangriffen dann später nach Tromsø verlegt. Die Nordlichtkathedrale ist die größte Kirche in Alta. Sie ist ganz aus Beton errichtet und außen mit Titanplatten verkleidet. Innen gibt es auch ein Museum zum Thema Nordlichter und die Erforschung dieses Naturphänomens. Während unserer Reise nach Hammerfest nahm der Wind immer mehr zu und bald wurden Brücken und Tunnel gesperrt. Wir erreichten aber noch den Stellplatz am Hafen im Hammerfest, nur die Nacht dort war sehr unruhig.
Hammerfest bezeichnet sich selbst als nördlichste Stadt der Welt, auch wenn der Titel umstritten ist. Die Stadt ist nach einem alten Schiffsanlegeplatz benannt. In den napoleonischen Kriegen griffen britische Kriegsschiffe Hammerfest an und plünderten es aus, worauf die Hammerfester eine Verteidigungsschanze errichteten, die noch heute neben dem kleinen Freilichtmuseum und Park am Hafen besichtigt werden kann. Ebenfalls interessant ist der Meridianstein, der an ein großes Vermessungsprojekt zwischen mehreren Ländern im 19. Jahrhundert erinnert und zum Weltkulturerbe gehört. Nun ging es auf den letzten Teil unserer Reise zum Nordkap. Bemerkenswert und verbunden mit einem besonderen Gefühl ist die Fahrt durch den Nordkap-Tunnel. Der Tunnel ist knapp 7 Kilometer lang und unterquert in über 200 Meter Tiefe das Wasser des Margaröy-Sunds, der früher mit einer Fähre überquert werden musste. Das Nordkap ist seit 1999 der nördlichste vom Festland aus auf dem Straßenweg erreichbare Punkt Europas und mit seinem Wahrzeichen, dem Globus, weltweit bekannt. Tatsächlich reicht die westlich benachbarte flache Landzunge rund 1400 Meter weiter nach Norden, hat aber nicht die beeindruckende Aussicht auf das Polarmeer und nicht den Charme des Nordkap-Plateaus. Ein Priester aus Ravenna soll im 17. Jahrhundert der erste Tourist am Nordkap gewesen sein? Im 18. Jahrhundert wurde die Tradition begründet, am Nordkap Champagner zu trinken, um die Ankunft zu feiern, und es öffnete das erste Postamt, ein achteckiges Gebäude mit Champagnerausschank auf dem Nordkap. Später wurde dann die Nordkap-Halle errichtet.
In den Nordkap-Hallen findet man neben einem Kino mit einem Film über das Nordkap Ausstellungen über die Geschichte mit Dioramen, eine Kapelle, eine Lichtshow und einen Aussichtspunkt, alles in die Felsen geschlagen und im Eintrittspreis enthalten, sowie das Restaurant und einen Souvenirshop. Ob dies den recht hohen Eintrittspreis rechtfertigt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Sehenswert ist es definitiv. Damit begann dann unser Rückweg vom Nordkap, der uns zunächst mit einem wunderschönen Wasserfall überraschte und dann im nächsten Video auf die Lofoten führen wird. Wenn das Video interessant war, würden wir uns über ein Like freuen.